Wenn du deinen eigenen Garten selbst gestaltest, dann kommst auch du irgendwann an den Punkt, wo es dann um die Pflanzen geht. Also um die Bäume, um die Sträucher, um Rosen, um Lavendel, um Stauden. Und naja, die hat man ja üblicherweise nicht irgendwo zu Hause rumstehen oder kriegt nicht alle vom Nachbar irgendwie frei Haus geliefert, sondern die muss man halt kaufen. Und wenn es ums Kaufen geht, dann geht es letztendlich ums Geld. Und egal, ob du einen Strauch kaufst oder gleich eine Menge Sträucher, es geht immer letzten Endes zum Schluss darum, wie groß dürfen die Pflanzen sein und was kosten die dann. Und weil das so ein paar knifflige Themen sind, nämlich wie groß sind die Pflanzen, was für Qualitätsunterschiede gibt es denn da, deswegen habe ich für dich hier mal ein Video, wo es darum geht, dass du hinterher verstehst, wie werden denn Bäume und Sträucher kategorisiert. Also kann ich den Preis von Baumschule A und von Gartencenter B überhaupt vergleichen? Ja, das kann man. Und wenn du das Video gesehen hast, dann bist du dir sicher, dass du künftig nicht mehr über den Tisch gezogen wirst, wenn es darum geht, Bäume und Sträucher zu kaufen. Viel Spaß also. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Draußen Helden. Ich bin Thomas und ich begrüße dich ganz herzlich zu diesem Video, weil wir haben uns 4 Wochen lang nicht gesehen. Nämlich nach Weihnachten machen alle Baumschulen in der Regel 4 Wochen zu. Da ist erstmal Ruhe im Stall und die Ruhe habe ich mir auch gegönnt. Und jetzt bin ich wieder da und du bist auch da und das ist klasse. Und ja, vielleicht nutzt du ja jetzt gerade den Winter und planst deinen Garten. Und wenn es um Bäume und um Sträucher geht, da ist die Auswahl natürlich riesig. Und wenn man sich nicht so auskennt, ja, dann fällt es einem vielleicht ein bisschen schwer. Ich möchte heute nicht auf die Sorten eingehen, die es da gibt bei Bäumen und bei Sträuchern, sondern vielmehr darum, wenn du dann welche kaufst, auf was musst du achten, dass du beim Preis nicht über den Tisch gezogen wirst. Und deswegen habe ich dir hier mal meinen Sortimentskatalog mitgebracht. Das ist kein Geheimnis, das ist die Baumschule Bruns aus Bad Zwischenahn. Das ist ganz oben bei irgendwo Bremen-Oldenburg, also Niedersachsen. Da haben die ihren Sitz. Und ist eine sehr, sehr bekannte Baumschule, auch über Deutschlands Grenzen hinaus. Also die liefern weltweit schöne große Pflanzen. Und die haben also ein Standardwerk. Und anhand von dem kann man es ganz gut erklären, wie die Pflanzen, also sprich Bäume und Sträucher, kategorisiert werden. Und deswegen möchte ich dir jetzt die 3 wichtigsten Dinge zeigen, die anhand von diesem Katalog, aber auch vor Ort in den Baumschulen, in den Gartencentern, an den Etiketten sichtbar sind, damit du weißt, um was für eine Pflanze handelt es sich. Also nicht, ob es eine Forsythie oder eine Vagese ist, das ist klar, das entweder man sieht oder es steht auch wirklich auf dem Etikett drauf. Aber was auch wichtig ist, dass es verschiedene Angaben gibt zur Qualität der Pflanze. Achso, übrigens hier, wenn du hier mal guckst, also das sind, vorne ist ein bisschen leer und hinten ist noch ein bisschen dies und das. Also es sind ungefähr 800 Seiten mit Bäumen und Sträuchern. Also wenn du es genau anguckst, so der eine Teil, das sind die Laubgehölze und das hier sind die Nadelgehölze. Und das sind also 800 Seiten. Auf jeder Seite sind so 2 bis 3 verschiedene Pflanzen. Also das sind mal locker 1500, 2000 verschiedene Pflanzen, die es da gibt. Und ja klar, da muss es ja ein System geben. Und der erste Punkt zur Klassifizierung oder zur Unterscheidung der Qualität ist natürlich die Größe. Wenn du eine Forsythie kaufst, dann ist natürlich für dich wichtig, ist die bloß 1 Meter hoch oder ist die 2 Meter hoch. So, wenn du jetzt in die Baumschule gehst und sagst, ich hätte gerne eine 2 Meter hohe Forsythie und wenn ein Baumschuler zum Beispiel die Pflanze bestellen würde, dann würde der fragen, ja, 175, 200 oder 200, 250. Und das siehst du schon, also es wird immer in so verschiedenen Größenordnungen abgestuft. Also unter 2 Meter, da gibt es immer 25 cm Abstufungen und über 2 Meter, da sind es dann 50 cm Abstufungen. Und so kann man die Pflanzen ganz leicht kategorisieren und das ist eigentlich auch auf allen Etiketten sichtbar, dass eben draufsteht Forsythia, Intermedia, Linwood zum Beispiel. Also es ist ja immer Gattung, die Art und die Sorte. Die 3 Begriffe stehen in der Regel drauf, wenn es die 3 Begriffe gibt. Also Gattung und Art gibt es immer.
und optional eben noch eine Sorte mit dazu. So, und dann steht auch normalerweise die Größe mit dabei. Ja? Wenn dann steht 200, 250, dann weißt du, okay, die Pflanze, die müsste jetzt normalerweise zwischen 2 Meter und 2,50 Meter groß sein. Das ist also das Erste, die Größe. So, und dann gibt es aber auch Pflanzen, die sind nicht nur nach der Größe unterschieden, sondern da geht es auch um die Breite. Bei der Forsythia typischerweise jetzt nicht, aber zum Beispiel, was so eine typische Pflanze ist, ist zum Beispiel der Cornus. Cornus cusa zum Beispiel, also der chinesische Haftwedel. Bei Cornus cusa, da ist es dann so, unten drauf, also es geht los mit 60, 80, dann geht es weiter mit 80, 100 und so weiter. Muss ich nicht alles vorlesen, dann geht es hoch mit 175, 200 und dann geht es los mit 200, 250. Und ab der Größe, also ab 2 Meter Größe, da wird dann unterschieden nach der Breite. Da gibt es also Breite 100, 150 oder Breite 150, 200. Ja, also 1,50 bis 2 Meter breit oder eben ein Stück schmaler. Weil es eben bei den Pflanzen vom Wuchs her oder vom Gesamteindruck her natürlich wichtig ist, ob das so eine Pflanze ist oder eher so eine kleine. Ist ja logisch, weil manche Pflanzen sind einfach schöner gewachsen, die sind natürlich mehr wert, weil sie breiter sind und manche sind schmaler. Oftmals ist es auch so, dass die Pflanzen, die breiter sind, dass die halt mal noch zurückgeschnitten wurden und dann nochmal nachgetrieben haben. Also auch von daher ist das natürlich begründet, dass das dann auch auf dem Etikett angegeben wird, damit du es als Einkäufer dann weißt. Also das erste war die Größe, das zweite war die Breite und dann das dritte, das ist vielleicht sogar der wichtigste Hinweis, weil den kannst du vom Angucken her nicht selbst beurteilen. Das ist nämlich die Anzahl der Verpflanzungen. Also das ist ein ganz kurzer Begriff, nämlich da steht drauf 3 mal V für 3 mal verpflanzt oder 4 mal V für 4 mal verpflanzt und so weiter. Also diese Abkürzung Zahl mal, also ein X und dann V, das ist immer die Angabe, wie oft die Pflanze verpflanzt wurde. Was heißt das, dass sie verpflanzt wurde? Naja, typischerweise, früher wurden ja alle Sträucher im Erdreich kultiviert, also auf dem Acker, im Lehmboden. Und da war es natürlich wichtig, dass die Pflanzen immer mal wieder von Ort zu Ort verpflanzt wurden, aus dem Grund, dass dann später im Pflanzballen auch genügend Feinwurzeln sind. Würde man das nicht machen, dann würde die Pflanze rauswachsen und sich irgendwo Wasser und Nährstoff suchen, und wenn dann irgendwann der Spaten kommt und den Ballen sticht, dann wäre in dem Bereich ja gar kein feines Wurzelchen enthalten. Die Pflanze würde sofort eingehen, und durch das von Jugend auf regelmäßige Verpflanzen, also immer wieder umstechen und verpflanzen, ist die Pflanze gezwungen dazu, dass sie im Wurzelbereich auch die feinen Wurzeln hat. Und hat auch den Grund, dass der Ballen dann auch tatsächlich fest ist, dass er nicht auseinanderfällt, sondern die Wurzeln wieder blank liegen. Also du siehst, das Thema ist sehr, sehr tiefgründig. Wie oft wurde die Pflanze verpflanzt? Heutzutage werden auch viele Pflanzen im Topf kultiviert. Das ist dann oftmals die Abkürzung IC auf dem Etikett. Man sieht es zwar dann auch, aber ist oftmals auch notiert, dass man eben weiß, es ist im Container I.C. Sondern auch da gilt aber die gleiche Kategorie. Da wird also auch unterschieden 3 mal V, 4 mal V, 5 mal V. Bloß ist es dann nicht so, dass halt die Pflanze umstochen wird, weil wenn sie im Topf wächst, dann kann man da nichts wegmachen. Dann nimmt man einfach einen größeren Topf und pflanzt die Pflanze in ein etwas größeres Gefäß. Und schon dadurch ist im Prinzip wieder der gleiche Effekt, dass nämlich die Wurzelmasse langsam zunimmt und nicht zu schnell auf einmal wächst. Weil würde man eine kleine Pflanze gleich in einen riesen Topf pflanzen, die würde mit den Wurzeln gleich rauswachsen bis an den Topf und dann ringsrum sozusagen so einen Trichterwuchs machen, von den Wurzeln her, und das wäre wieder ungünstig. Also, Pflanzhöhe sehen wir, Pflanzbreite sehen wir auch, können wir überprüfen, aber wie oft die Pflanze verschult wurde, das können wir nur anhand des Etiketts ablesen, und wir müssen es glauben. Und wenn es auf dem Etikett gar keinen Hinweis gibt, auf wie viel Mal verpflanzt wurde, dann wäre ich hellhörig und würde gegebenenfalls die Pflanze nicht kaufen oder mich mal mit dem unterhalten, der die Pflanze verkauft. Vielleicht hat der die Pflanze selbst aufgeschult und weiß es und kann es dir erklären. Wenn er dich aber anguckt und sagt, was ist für Pflanzen,
dann würde ich also die Finger weglassen von dieser Pflanze. Ja, und wenn du jetzt diese 3 Kategorien hast, Höhe, Breite und Anzahl der Verpflanzungen, dann kannst du natürlich auch bei verschiedenen Baumschulen oder bei verschiedenen Gartenzentren die Pflanzen vergleichen. Und naja, da kann es auch mal sein, dass halt auf dem Etikett zum Beispiel steht, versüßt hier 175, 200, aber die Pflanze ist vielleicht 2,5 Meter oder 3 Meter groß. Na, wie kann das denn sein? Na, ganz einfach. Die Pflanze wurde in den Verkaufsraum gestellt mit der entsprechenden Größe und wurde nicht verkauft und ist halt auch ein bisschen gewachsen. Und jetzt sagst du, klar, das ist das gleiche Geld, eine Pflanze, die halt größer geworden ist. Das kann stimmen, wenn es so ein bisschen über das Maß hinausgeht, dann würde ich auch zugreifen und sagen, okay, passt. Bloß, wenn das Maß vom Etikett überhaupt nicht mehr mit dem tatsächlichen Maß übereinstimmt, ich rede jetzt vor allem von Topfpflanzen, dann kann es halt wirklich sein, dass die Pflanze überständig ist, also dass sie schon lange in den Topf wächst und immer wieder wächst und wächst und wächst und der Zuwachs wird in der Regel immer kleiner und der Wurzelballen im Topf, der wird immer fester. Und das sind dann sogenannte verhockte Pflanzen, sagt der Schwabe dazu, also Pflanzen, die viel zu lange im Topf gewesen sind. Also, wenn die Größenbezeichnung auf dem Etikett nicht mit der tatsächlichen Größe übereinstimmt, dann genau hinschauen, ob die Pflanze vielleicht überständig ist. So viel mal zum Thema Pflanzen kategorisieren nach Größe, nach Breite und nach Qualität. Ich hoffe, du kannst in diesem Video einiges mitnehmen für dich. Dir wünsche ich jetzt ganz viel Spaß bei der weiteren Planung und natürlich auch beim Pflanzeneinkauf. Wenn du jetzt sagst, oh, Bäume, Sträucher, ich weiß noch gar nicht, um was es geht. Also wenn du zum Beispiel ein Video suchst, wo es um schöne Gartensträucher geht, dann schau einfach mal hier. Da habe ich mal ein Video gemacht über die schönsten Sträucher, die zu verschiedenen Jahreszeiten in verschiedenen Farben blühen. Schau dir gerne mal rein. Bei weiteren Fragen kontaktiere mich gerne per E-Mail. Du findest mich unter info@draußen-helden.de. Und wenn du weiteres Interesse hast, nicht nur wenn es um Pflanzen geht, sondern um Gartengestaltung im Allgemeinen, dann lade ich dich herzlich ein. Kontaktiere mich, buche ein Telefonat mit mir und wir unterhalten uns über deinen Garten. Und vielleicht kann auch ich dir in einem Gartencoaching weiterhelfen, sodass aus deinem Garten der perfekte Garten wird, der genau zu dir passt und den du brauchst und den du vielleicht schon so lange suchst, aber bisher noch nicht hast. Ich freue mich auf deinen Anruf und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und denk dran, wer den Garten selbst erstellt, der ist per se ein Draußenheld. In diesem Sinne macht's gut, bis dann, dein Thomas.